Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen auf meinem Kanal Lecker im Landhaus. Heute gibt es bei mir einen ganz tollen Hefekuchen. Er ist butterweich, schön fluffig und mit Marmelade gefüllt. Los geht's! Ich nehme 250 ml lauwarme Milch, 2 Esslöffel Zucker, man kann aber auch mehr nehmen, 1 Teelöffel Trockenhefe, dann vermische ich die Zutaten ganz kurz, so dass sich der Zucker schon ein bisschen auflösen kann. Dann gebe ich etwas Salz dazu, es ist nicht viel, so ungefähr ein Viertel Teelöffel. Jetzt gieße ich 4 Esslöffel Sonnenblumenöl dazu. Und siebe 400 Gramm Mehl. Jetzt können alle Zutaten zu einem Teig verarbeitet werden und dieser darf dann ungefähr eine Stunde gehen. So sah dann mein Teig nach einer Stunde Gehzeit aus. Er ist wunderbar aufgegangen, war schön weich und fluffig. Jetzt gebe ich meinen Teig auf eine gut bemehlte Arbeitsfläche und teile ihn in 3 Teile. In der Zwischenzeit habe ich auch schon meine Backform eingefettet. Für diesen Kuchen habe ich eine 26er Springform verwendet. Jetzt rolle ich das erste Teigstück aus, gebe es in die Backform und bestreiche die Oberfläche mit Marmelade. Ich habe 2 Esslöffel Marmelade genommen, ihr könnt aber auch mehr nehmen, das Doppelte oder sogar noch ein bisschen mehr, das ist alles Geschmackssache. Genau das gleiche mache ich jetzt mit dem zweiten Teigstück. Ausrollen, in die Backform geben und dann mit Marmelade bestreichen. Jetzt fehlt noch der letzte Fladen. Er kommt natürlich auch in die Backform, wird aber nicht mehr mit Marmelade bestrichen. Jetzt verteile ich am Rand 2 Esslöffel Mandelblättchen. Ihr könnt hier auch so ein bisschen unter den Teig geben oder auch ganz weglassen, wenn ihr wollt. Mit dem Glas habe ich so ungefähr die Mitte des Kuchens markiert. Nun werde ich ihn achteln, dabei darf die Mitte nicht durchgeschnitten werden. Jetzt drehe ich jedes Achtel zweimal nach links ein und lasse den Teig nochmal 20 Minuten gehen. Jetzt mache ich meine Eigelb-Milchmischung fertig und bestreiche damit meinen Kuchen. Mein Backofen heize ich auch schon vor, und zwar bei 170 Grad Ober- und Unterhitze.
Der Kuchen wird nochmal mit einem Esslöffel Mandelblättchen bestreut und kommt für eine halbe Stunde in den Backofen. So, jetzt ist mein Kuchen fertig. Er hat eine ganz, ganz tolle Farbe und schaut einfach nur super aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Kuchen auch mit Zucker bestreuen. Ich habe jetzt nicht viel genommen, das sind ungefähr 2 Teelöffel. Und hier könnt ihr noch mal sehen, wie der Kuchen von innen aussieht. Der ist wirklich watteweich und mega fluffig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.